Der hat extrem viel auch nochmal drin. Der hat nochmal vom Lithium her 800 Ampere-Stunden auf 24 Volt. Ne? Also das ist schon... 800 Ampere-Stunden auf 24 Volt. Das sind 1612. Genau. Ja. Echt? Ja. Was ist denn das für einer? Wie heißt der? 1160er GSI. Ja, wir sind eben quer eingestiegen. Wir sind bei Wohnwagen Vogt, Gebrauchtwagen, Concorde, Centurion. Wo kriegst du die überall her, sag mal? Das ist ja, zeig mal. Das jetzt, der ist ganz neu. Heute ist der übrigens der 19. 19. Februar, ja. Der Wagen ist zwar nicht ganz neu, aber wie neu. Ne? Das ist schon sehr, sehr neuer Zustand. Nein, jetzt neu bei dir am Hof. Der ist ganz frisch angeliefert, ja. So, hier den machen wir auf jeden Fall im Schnelldurchlauf. Das ist ein Actros. Wir haben eben noch einen anderen gefilmt. Der steht hier vorne. Das ist ein... Was ist das für einer? Das ist ein 1165er mit der Smart Garage und das hier ist der 1160er mit der Fiat 500 Garage. Mit der Gio. Genau. So, das kann man gleich mal sehen. Also die ist das die Oldtimer Garage oder ist das schon ein Mittelding? Nee, ist für Mittelding, ja, wie du sagst, ja. Preis, was steht drauf? 750.000 Euro. Also 750.000 Euro. Der andere kostet 5,99, Ja, genau. aber der hier ist, glaube ich, ein bisschen jünger, oder? Genau, der ist von 22, der Wagen hier. Der andere es war ein 19er. Und hier siehst du sehr schön, der hat die Garage mit drin. Der hat aber auch was ganz Tolles. Der hat einen Abbiegerassistenten mit drin, der ja mittlerweile Pflicht ist. Hier hinten hast du Centurion, also die große Garage mit drin für ein Auto. Und hat er auch ein Slideout hier? Ja. Hat ein Slideout? Mit Slideout, ja. Mit Slideout. Ich mach mal gerade den. Soll ich dir die Garage aufmachen? Ja, mach mal auf. Aber es langt, wenn du hier die Klappe öffnest. Das Highlight ist immer, wenn du hier stehst und fährst die Klappe hoch, denn die Garage, die ist schon groß und der hat wahrscheinlich auch ein Fahrrad, oder? Genau. Was sieht man da oben? Ich guck mal gerade. Der hat Fahrräder, hat der nebendran stehen. Der hat Fahrräder nebendran stehen. Okay, verstehe. So, da vorne ist eine alte Flow, sehe ich schon mal. Guck mal. Siehst du die? Ja. So, eine große Mastervolt. Aber das alles werden wir gleich mal sehen. Also das Auto hier ist gedacht für ein Mini. Wir sind ja eben den Mini gefahren. Hier können also 4 Sitzplätze können realisiert werden. Und jetzt hast du hier den Schalter mit drin und dann fährt über ein Spindelsystem. Das ist jetzt hydraulisch. Das andere war, glaube ich, ein Spindelsystem, was du hattest. So fährt dann hydraulisch die Klappe hoch. Und das ist das Heck. So, Centurion. Aber der Wagen ist auch für den Fiat 500, ne? Also Mini muss ich nachschauen, nicht so eine falsche Aussage. Fiat 500. Fiat 500 definitiv, war auch hier drin gewesen, haben wir raus. Aber es ist auch ein Viersitzer, glaube ich, der Fiat 500. Genau. Oder Citroën C1 kann ich da empfehlen, auch ein tolles Fahrzeug zu mitnehmen. Gibt es auch als Aygo. Viertürer. Oder Aygo. Toyota Aygo, Citroën C1 und das ist die Garage. Wow. Also Anhängerkupplung hat er übrigens auch. Habe ich gerade gesehen. Die Garage ist natürlich ein gutes Stück länger. Dadurch, dass die Fahrer da hier auf der Seite, also wenn man die flach macht, kann man links und rechts jeweils ein Fahrrad mit anbringen. Das funktioniert. So, jetzt. Deswegen. Ja. Ja, schön ist es. Die ist gut Stück länger. Also ich denke, die ist bestimmt 1 Meter länger, oder? Als die Smart. Ob es Meter Fast. ist, ja. Das ist schon ein gutes Stück länger, ja. So, wir gehen jetzt rein. Es regnet. Schnell, sonst geht die Kamera kaputt. So, und das Ganze steht auf... Wow, das Leder ist ja mega. Ja. Machst du mal Licht an? Ja. Oh, der riecht ja voll... Der ist komplett neu, ja. Der ist komplett... Der riecht voll nach Rolf Benz hier. Slideout ist draußen. Ja, ist natürlich auch 150.000 Euro mehr, muss man auch schon sagen, gegenüber dem anderen. Aber dafür hast du natürlich die neueste Technik hier mit drin. Du hast all das, was wir eben in dem anderen gesehen haben, was ihr nicht gesehen habt, aber hier ein Ceran-Kochfeld mit einer magnetischen Steuerung. Das liebe ich immer. Das ist ein Vierfach-Induktionsfeld, ne? Echt? Ja, ja. Das ist ein Neff, ne? Das ist also Haushaltstechnik. Ne? Das ist richtig schön. Also ein großer. Dann hast du hier vorne dann deine Stromsäule. Kenne ich schon. Zu Hause habe ich sowas gehabt. Die Lederfarbe ist mega. Also da war wirklich einer mal endlich mal so mutig, dass er sowas gemacht hat. Es passt halt wirklich wie die Faust aufs Auge. Auch hier mit der Tür kombiniert. Es passt wirklich von Anfang bis Ende das Design, ja. Schön, also das Curry würde ich das nennen hier. Aber richtig schick. Also es ist halt mal eben nicht dieses
beige, wo auch meine Frau immer sagt, naja, das Nikotingelb, sagt sie immer. Aber das ist eine Farbe, die natürlich sehr, sehr angenehm ist hier. Sehr angenehm. Das ist, die auch lange Freude behält. Das beige übrigens auch. Also ich bin ja auch, wenn du also ganz sichere Nummer im Wiederverkauf haben willst, dann geh hin und bestell deinen Polster in weiß oder in beige und dann kannst du nichts falsch machen. Ja, wobei man dann trotzdem ein bisschen mit der Jeans immer aufpassen muss beim Sitzen. Aber das hier, ich kann es gar nicht beschreiben von der Farbe. Es kommt auch aufs Licht drauf an. Also Sie bildet es gut ab, die Kamera. Ja, sieht gut aus, ja. Ich sag mal, es ist ein bisschen heller. Es ist nicht so, es ist eher so ein, egal, ihr könnt ja, also Mischung aus Cognac und Curry, ne? so, ihr könnt euch das Ganze ja angucken. Das Ganze hat auch noch eine Funktion, sag mal bitte. Also wenn man drauf geht, kann man nämlich noch was richtig Cooles machen. Man kann sich lang machen und das ist, glaube ich, hier auch eingebaut, oder, Stefan? Genau, der hat das hier über seinen... So, kommt jetzt raus. Ganze ist elektrisch. Du selbst hast, glaube ich, mal in einem etwas kleineren mal Urlaub gemacht. Das ist schon, Leute gucken schon, oder? Ja, auf dem Campingplatz sind sie schon manchmal verwundert, dass man dann doch genau auf den gleichen Campingplatz kommt wie mit einem 7,5 Meter Carrado und dann schon verwundert, boah, geht das? Und ja, das geht schon, ja. Aber es sind viele, die wird angesprochen und sagt, Mensch, das ist aber mal cool und ja, passiert auch, ja. So, der 40 Zoll Fernseher hier, Bar-Version. Also heißt, ich habe wahrscheinlich hier 3 Sitzplätze eingetragen. Das wird hier der Fall sein. Wir haben ja auch ein Hubbett bei dem Fahrzeug. Das heißt, wir können auch tatsächlich den Mitfahrer mitschlafen lassen auch. Das ist natürlich toll, auch wenn man mal mit einer Freundin fährt, die man vielleicht nicht kennt. Oder einem Freund. Dann, ja, es kann ja mal passieren. Was weiß ich, 2, die nicht nebeneinander schlafen wollen. Und hier vorne das Hubbett ist eigentlich so groß wie das Bett hinten. Auch jetzt hier ein Queensbett? Oder was haben wir in Liegewiese? Bei dem Hubbett haben wir hinten meine ich. Haben wir wieder ein freistehendes Bett, ja. Freistehendes Bett, so. Dann natürlich das neue Mercedes-Benz User Experience System in der Version Actros. Ist das hier eine Rundumkamera? Was ist das hier? Genau, der hat noch eine 360-Grad-Kamera und hat ansonsten die Mirrorcams, wo du die Spiegel ja komplett dann über die Kameras hast. Mit Bordsteinspiegel auch nach vorne und eben auch die Seitenspiegel. Also elektronische Spiegel mit drin, MBUX-System mit drin. Ist die Steuer ausweisbar? Nee, war privat. Privat. Du kennst den Verkäufer? Natürlich. Ja, klar, natürlich. Kundenauftrag? Nee, der bekommt einen Neuwagen von uns auch wieder. Okay, das heißt also, die entsprechende Rechnung kommt von dir und du gibst auch eine Garantie von einem Jahr, korrekt? Genau, der Wagen hat ja noch Werksgarantie bis Ende des Jahres, bis 11/24 und die darauffolgenden 3 Monate dann entsprechend, dann sind wir noch in der Gewährleistungspflicht, ja. Der wurde auch nicht entsprechend gewerblich genutzt, dass das Werk auf die Idee kommt, die zu verkürzen auf ein Jahr, die Garantie? Nein. Den Fall habe ich jetzt gehabt. Ja gut, das hat einer gesagt, einen Hersteller gehabt, der gesagt, nö, machen wir nicht, ist gewerblich nur ein Jahr. Ich kenne das vom Pkw-Bereich, ja. Setz dich mal da hin, bitte. Ja, sei mal so lieb. Dann zeige ich mal, wie viel Platz man hier hat. Also ich sitze jetzt hier im Cockpit drin und gucke jetzt mal nach hinten und das ist schon irre viel Platz. Das ist schon viel, oder, Stefan? Ja, das ist ein riesen Fahrzeug, ne? Mit dem Slide-Out. Das hat einfach immer noch mal aufs Neue diese halbe Meter, was das für eine Wirkung macht, das begeistert einfach. Ne? Ja, Concorde, kein Hersteller aus Amerika, wie viele vielleicht denken würden, oder aus Frankreich, weil da ja das Flugzeug herkommt. Nee, es ist tatsächlich made in Bayern, in Franken. Aus Franken, ja. So, und das Epizentrum, also klar, die werden jetzt alle lachen, werden sagen, was, du kennst Concorde nicht. Natürlich kennt jeder Concorde, aber ihr habt viele Neueinsteiger, die sich hier sowas gönnen. Die sagen, hier, ich habe vielleicht eine Wohnung verkauft oder ein paar Bitcoin. Oder gab es auch schon, ja, hast recht, das darf man auch nicht unterschätzen, da belächelt man das manchmal. Hier sind natürlich auch viele, die darauf hingespart haben, ein Leben lang und jetzt eben sich das gönnen. Die Zeit gekommen ist. Mach mal hier auf, bitte, denn hier ist die Technikzentrale drunter und natürlich das neueste System. Es wird alles zentral über ein Bussystem gesteuert. Genau, du hast ein Zentralsystem, du hast aber an ganz vielen Stellen im Fahrzeug auch wiederum die Möglichkeit, die Lichter da zu regulieren, zu dimmen und wie zum Beispiel hier. Und so haben wir das an ganz vielen Stellen im Fahrzeug, wo du das eben
die Einstellung tätigen kannst. Die Schalter sind erprobt. Wir haben eben einen 2019er gefilmt. Der hatte die gleichen Schalter. Ja, ist richtig, ja. Also das ist interessant, denn die machen das nicht heute hier und morgen da. Hier siehst du die AEG Mikrowellen Grill-Kombi-Funktion, ein Dometic 10er Kühlschrank als Kompressor nehme ich an diesmal. Genau, ist richtig, ja. So, mach mal auf bitte. Mal kurz zeigen. Der ist schön. Das heißt, du gibst Werksgarantie und füllst die Werksgarantie mit einem Jahr Gewährleistung vom Händler auf. Kann man so sagen, oder? Genau, sie hat ja noch Werksgarantie, wie eben gesagt, bis Ende des Jahres, bis November. Und darüber hinaus sind wir eben dann diejenigen, die den Kopf dafür hinhalten. Ja. So, ja, du musst ja. Euch gibt es seit über 60 Jahren. Klar, die Saarländer läuft ja, ich sag mal, auch bei uns im Fernsehen so ein Beitrag. Die kennen euch. Ja, in der Regel schon, ja. Was ist das? Das ist eine tolle Spülmaschine, eine Schubladenspülmaschine von Fischer-Paykel, die man auch während der Fahrt nutzen könnte. Riesig, wenn du mal deinen Arm da reinsteckst, Ja. aber nicht zumachst. Also das ist wirklich so, da kriegst du eigentlich so viel rein wie in der großen, fast in der großen wie zu Hause. 2 Apotheker Ja. hast du dann? Einmal und zweimal. Sag mal, wenn ich jetzt so etwas neu konfiguriere, bin ich schon, oder? Wenn du sowas neu konfigurierst, dann kannst du eine 7-stellige Zahl erreichen. Ja, ist richtig, ja. 7 Millionen. Genau, du könntest da in den 7-stelligen Bereich kommen, ja. So, das ist die Küche, haben wir eben schon gezeigt, Korean. Genau, wir haben es. Oder ich sag mal, im Mineralwerkstoff. Weiß gar nicht, ob es original Korean ist, bei aber dem anderen Wagen das Ganze mal vorgeführt, schon, wo wir den Slideout rein und rausgefahren haben. Dann nehmen wir einfach die Inlays hier rein und raus. also das ganze Raumgefühl entsteht durch den Slideout. Und das ist eben das Riesenplus bei dem Auto. 18 Tonnen auch hier. Das ist auch ein 18-Tonner, der Wagen, ja. So, und das sieht man hier sehr schön. Also Concorde Centurion 1160 GSI, kenne ich noch von Opel. Und nee, hier ein bisschen was anderes. Ich glaube, das definiert das G steht für die Garage. Ja. SI, glaube ich, I, egal. Ja. Sehr schön. 749, 900. Komm, wir gehen mal durch. Und Slideout ist das GSI, ne? gibt es auch noch viel zu sehen. Die Kaffeemaschine, wo ist die eigentlich? Weißt du es? Ja. Such. Tada, nicht. Äh. Nee, ich habe das ja im Kopf. Nee. Jetzt bist du dran. Boah, ich denke mal, die könnte. Vielleicht war das nicht der große Kaffeetrinker hier. Das kann ja sein. Boah, wie peinlich. Wahrscheinlich habe ich schon 17 Mal gefilmt. Und vielleicht, nee, hier unten wird sie nicht sein. Nee. Das ist, Also ich würde sie jetzt hier hinstellen, an die Stelle hier, wo Da eben würde ich sie auch auch die meisten hinstellen. Steckdosen eben aussehen. Ich habe auch den Platz dafür. Kannst du auch hier einen Thermomix hinstellen. Ja, habe ich auch schon gehört, dass das immer wieder gemacht wird, ja. Mhm. Echtglasfenster, korrekt? Ja. Mhm. So, wir gehen ins Badezimmer. Und das ist ja nun mal hier. Hast du so ein großes Badezimmer zu Hause? Das eine, ja, das Gästebadezimmer ist genauso groß, würde ich sagen, ja. Aber eben zu Hause, nicht im Wohnmobil. So, und dann, guck mal hier, alles ist hier verkleidet als Spiegelfront. Das ist sehr aufwendig gefertigt. Das sind Spiegelschränke, alles schräg. Mach mal auf, bitte. Das schafft dann sehr viel Platz. Hier links ein bisschen weniger, aber rechts, da hast du die volle Tiefe. Also da kannst du ja zumindest mal einen ganzen DM-Markt reinstellen. Ja, meine Tochter schafft das immer. Wir haben es letztes Mal einkauft für 360 € im DM-Markt. Okay. Das geht. Wenn man noch Lebensmittel kauft und Gesichtsmasken. Ja, schon fein. Sag mal, ist das hier Metall, die Inlays? Alles? Das ist Metall, oder? Das hier? Das ist ein Blech, ja. Mhm. Metall, sagt er mit Blech. So, eine Tecma-Toilette. Mach mal auf, dann sieht man sehr schön, dass das System ein bisschen anders ist wie die Dometic-Toilette. Tedford hat hier eine Seetoilette gebaut, komplett aus Keramik. Also kein schwarzes Loch in der Mitte. Genau, das ist eine Spültoilette im Prinzip. Das ist ja ähnlich, wie man es zu Hause kennt. Und ich mag sie gerne. Es gibt ja auch Pro und Contra, was die Tecma angeht. Du magst sie, glaube ich, auch gerne, so wie ich das mal rausgehört Ich habe jetzt wieder eine andere, aber die funktioniert auch. Sie ist ein bisschen leiser, muss man sagen. Sie verbraucht konstant Wasser, das ist vielleicht der Nachteil. Ja. Das ist aber alles in allem, so funktionieren die. Und das ist natürlich das Highlight. Guck mal hier, dieser Brausekopf mit der Wassersparfunktion. Siehst du die? Ja, ist cool, ne?
Also man kann ja jeden Brausekopf dran machen, den man will. Also wenn man jetzt hier einen neuen dran machen will. Der hat aber, das Schöne ist, der hat eine Grohe-Armatur und das ist ja wohl eine Frechheit. Der hat eine Temperaturautomatik, Stefan. Ja. Sowas habe ich nicht zu Hause. Im Wohnmobil. Im Wohnmobil habe ich es bisher auch noch nicht gehabt, nee. Der hat ein Thermostat drin. Ja, wobei ich habe es bei einem Wagen schon ähnlich gehabt, muss ich sagen, ja. So hat er oben natürlich die Regendusche. Das ist mega. Ja, Mensch. Hast du noch 749.000 € für mich? Dann würde ich sofort zuschlagen. Du wolltest eben schon mit mir verhandeln darüber, ne? Ja, aber nee, hat er gesagt, nee, ich muss leider verkaufen. Hast du gesagt, nee, der hat keine Steuer, ne? Das ist das Bett und das Bett ist... wenn er Steuer hätte, ja genau. Ne? Ja, die Stehhöhe hier, wir haben jetzt hier einen Mini und keinen Smart. Nee, Quatsch, wir haben einen Fiat 500 und keinen Smart. Deswegen ist ein Ticken weniger Stehhöhe. Aber setz dich doch mal drauf, dann sieht man sehr schön... dass du als großer Mann 1,85 Meter komplett aufrecht stehen kannst. Immer noch gut, ja. Immer noch gut. Und ja, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber man kann viele Sachen auf dem Bett machen, die man zu Hause auch macht. Und unter anderem kann man einfach ein Buch lesen hinten und dann einfach sich dagegen lehnen, sich noch ein Kalkkissen reinmachen. Kann man die hochstellen eigentlich, die Teile hinten? Weißt du es? Jetzt gucken wir mal, hier ist eine Klimaanlage auch drin, hast du gesehen hinten? Also wir haben hier... Ja, kannst du hochstellen. Kann man lesen. Leseposition. Und jetzt hast du hinten Schränke, bis der Arzt kommt, weil wir keine Fahrradgarage haben. Die werden ja an der Seite festgemacht. Mach mal bitte auf. Dann kannst du jetzt einmal, mal versuchen, mit der Hand mal reinzufahren. Das ist weit, ja. Das geht nicht, oder? Und ist tief. Ja, also für die Hängeschränke schon optimal. Wide und tief. Und das Ganze auf der rechten Seite noch tiefer und noch wider. Stefan. Ja. Guck mal, Fernseher. Froli-System und ein Ausblick nach vorne, als wäre man im Grand Hotel. Und jetzt stell dir nur mal vor, du wärst jetzt hier wirklich in Sanremo auf dem Campingplatz, den wir leider letztes Jahr nicht besuchen konnten. Die haben uns ja eingeladen, alles neu gebaut, aber das werden wir demnächst mal nachholen. Das sind so typische Destinationen, Italien, Spanien, Portugal, gern genommen, oder? Ja, also ich war auch schon mit der Größe auch schon an der ligurischen Küste. Und ja, man soll ja nicht immer seine Lieblingsstellplätze verraten, aber in Ligurien gibt es Möglichkeiten tatsächlich, ja. Es gibt einen Reiseführer, Landjachting, die sind auch Partner von Concorde und die bieten unzählige Plätze in ganz Europa an für lange Fahrzeuge. Das Magazin, das ist toll, das kann ich nur empfehlen. Und hier sieht man wirklich bei jedem Platz direkt schon, sie haben das toll gemacht, dass man sieht, mit welchem Wagen man dann maximal drauf kommen kann. Sogar die Anfahrt ist beschrieben, komme ich mit so einem dicken Ding hin. Die 12 Meter ist nur eine Übungssache. Also du hast mir erzählt, in Verbindung natürlich mit dem 360-Grad-Kamerasystem, mit allem drum und dran. Man muss dem Fahrzeug immer den nötigen Respekt auch zollen. Also lieber noch mal einmal hin und her fahren, statt versuchen, direkt drumherum zu kommen. Die Kamerasysteme sind schon richtig gut. Ich muss nicht immer, man sollte sich einweisen lassen, so heißt es ja auch in der Prüfung. Aber manchmal, du weißt doch selber, ja, hat der Außenbeleuchtung, dass ich das bisschen sehe, wenn ich rückwärts fahre. Das würde ich immer noch nachrüsten. Da gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten für Zusatzscheinwerfer. Man sieht es, es geht, aber ich würde noch was dazu machen. An der Seite habe ich oft gesehen, so Rückfahrteile. Also ein großes Soundsystem, 32 Zoll Fernseher. Also ich bin vollends begeistert, tolles Fahrzeug, aber guckt euch auch den anderen an, für 5,99, den fand ich auch spitze. Der ist auch richtig cool, aber der hier ist natürlich die Garage noch mal ein bisschen größer, gerade dann, wenn man mit 3 Personen reist. Also das hier ist ja tolles 3-Personen-Fahrzeug, oder? Ja, was wir jetzt noch gleich noch machen können, wir können noch im Schnelldurchlauf draußen die Klappen noch mal öffnen, dass man auch sieht, was alles an Technik noch vorhanden ist, weil es regnet ein bisschen, aber ja. Der Wagen hier natürlich ganz toll. Du hast noch 2%, also wir geben Gas, Akku. Ja, das schaffen wir, gell? Das schaffen wir. So, ich gehe mal vor, dann gehen wir hier raus, beide Hände voll. Und 749.900, heute ist der 19. Februar. George Washington Memorial Day ist heute. Ich muss mal kurz überlegen. In Amerika. Ein beliebter Börsenfeiertag. Klappe Nummer 1. Aber auch hier schön, hier mit diesem Schiffsboden hier belegt. Und oh, Fischer Panda, ein Stromgenerator drin. Ja, deswegen, das ist nicht zu cool. verachten. Fischer Panda, viel Stauraum.
Stefan öffnet. Den kann man übrigens auch quer durch. Hat einen Außenfernsehanschluss hier an der Seite dran. Abbiegerassistent. So, und der Kunde hat jetzt ein neues Auto. Was kriegt der? Der bekommt bald ein neues Auto, ja. Hm? So, und hier die Alcoa hat er auch, oder? Ja. Zumindest mal Leichtmetallfelgen. Und das ist nochmal der Blick von vorne. Oh, der Slide-Out hier. Das sind die Mirror-Cams mit dem Bugspiegel. Darunter die 360-Grad-Kamera. Und natürlich auf Actros. Stefan im Schnelldurchlauf. Wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Wenn Sie Lust haben, heute ist der 19. Februar. Ich komme mir vor wie bei der Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Boah, das gibt's doch gar nicht. Das sind tatsächlich fast 600 Ampere-Stunden auf 24 Volt, 1200 oder es sind noch mehr. Das sind jeweils 340, oder? Es müssten 800, jeweils 200. Also 1600 auf 12 Volt gerechnet. Der Hammer. Und hier nochmal die Heizungssysteme. Vielen Dank fürs Einschalten. Wohnwagen Vogt in Saarbrücke. Tschüss. Ciao.